Die Hell Hades Challenge Free-to-Play 2025 in Raid Shadow Legends hat vor ungefähr 1,5 Monaten gestartet und ich bin im Augenblick gut und oben dabei an der Rangliste. Um dahin zu kommen, habe ich die ein oder andere Entscheidung getroffen, die sehr untypisch ist für einen neuen Account, für einen Free-to-Play-Account, und viele von euch folgen ja der Challenge, sehen, welche Fortschritte ich mache, wie weit ich jetzt auch schon bin. Doch dass es nicht unbedingt für euch sinnvoll ist, darüber sprechen wir im Video. Wo liegen die Unterschiede zwischen ihr startet einen Free-to-Play-Account, den ihr auch langfristig spielen wollt, und ich spiele diesen Challenge-Account, der genau für 3 Monate aktiv ist. Ich bin Bone. Viel Spaß mit dem Video. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei mir hier auf dem Kanal rund um die Hell Hades Free-to-Play 2025 Challenge. Wir haben einen ganz besonderen Meilenstein geschafft, der mich extrem glücklich macht, und ich möchte diesen Meilenstein so ein bisschen als Anlass nehmen, um heute in dem Video darüber zu sprechen, was habe ich in den letzten 1,5, doch jetzt knapp 2 Monaten gemacht, was ich normalerweise auf einem Free-to-Play-Account nicht machen würde. Also, wo sind die Unterschiede zwischen der Spielweise, die ich euch empfehle, wenn ihr mit Raid anfangt, wenn ihr einen Account langfristig spielen wollt, und was habe ich getan, nur der Challenge wegen, nur damit ich in diesen 3 Monaten besonders schnell bin und besonders gut in den Leaderboards auch abschneide. Das wird das Thema des Videos sein und der eigentliche Anlass, weshalb ich mir gedacht habe, okay, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um darüber zu sprechen, sind die Aufgaben. Denn wenn ihr hier mal einen Blick drauf werft, ich habe 92,8 Millionen Schaden schon beim Clan-Boss gemacht. Der nächste Clan-Boss-Key kommt in 1 Stunde und 1 Minute. Damit erfülle ich die letzte Aufgabe für Arbiter und ich hole Arbiter ab. Das ist ein riesengroßer Meilenstein. Nicht, weil mich Arbiter auf dem Account einfach weit bringt. Ich bin auch gestern im Stream gefragt worden, wird Arbiter auf meinem Account wirklich viel bewegen? Nicht wirklich viel. Natürlich hilft sie mir in der Arena definitiv, und bei den Fraktionskriegen wird sie mir helfen und in anderen Bereichen vielleicht auch. Aber ich habe schon gute Champions, die auch das können, was eine Arbiter kann. Nur für mich persönlich war das ein Meilenstein, denn für mich bedeutet, die Arbiter abgeholt zu haben, auch das Early Game hinter sich zu lassen und ins Mid Game zu gehen, zu sagen, ich habe die ersten Bereiche dieses Spiels einfach abgehakt geschafft, und das in dem Fall im Rahmen dieser Challenge so schnell es mir möglich ist. Also fast so schnell es mir möglich ist. Ihr seht, ich bin heute an Tag 50 und ich sag mal, das habe ich mir dann zugestanden, dass ich noch bis Tag 50 gewartet habe, denn es hätte auch an Tag 48 klappen können, wie einfach mit dem Einsatz von mehr Juwelen. Es kommt ja noch diese eine Mission, 200 Classic Arena Kämpfe gewinnen, und genau dafür, da haben mir an Tag 48 bloß noch einige wenige gefehlt. Ich hätte also mit ein paar Juwelen dann auch immer jeweils noch zurücksetzen können, mir neue Gegner aussuchen, so lange, bis ich diese mir noch fehlenden 3, 4 Kämpfe noch machen kann, und danach eben diesen kompletten Zug an Missionen, der danach kommt, den ich dann schon sicher wusste zu schaffen, nicht gestern im Stream zu machen, sondern einfach schon einen Tag vorher. In der Theorie wäre es also an Tag 48 schon gegangen, hätte mich aber eindeutig mehr Juwelen gekostet, denn nicht nur die Juwelen für die Classic Arena Refresh, sondern natürlich auch für die Clan-Boss Keys. Jetzt kann ich einfach 6 Stunden warten, bis ein Clan-Boss Key zurückgesetzt hat. Einen Clan-Boss Key habe ich mir geholt für 100 Juwelen und gestern im Stream, damit wir hier auch nicht warten müssen, auch nochmal 2 Keys gekauft. Das heißt, um es jetzt hier an Tag 50 zu schaffen und vielleicht nicht noch etwas später, das hat mich jetzt trotz allem noch 300 Juwelen gekostet. Ihr seht aber, mit den ganzen Belohnungen stehe ich gut da. Ich habe 1676 Juwelen im Gepäck. Silber ist wie immer knapp. Energie habe ich für heute schon ausgegeben. Aber ich spiele den Account natürlich so sinnvoll wie möglich und auch genau so an vielen Stellen, die ihr bei euren Free-to-Play-Accounts oder bei euren Accounts auch spielen solltet. Als Beispiel, ich halte hier die roten Punkte aus, gerade bei den Wochenbelohnungen. Ich habe hier 2 Energie-Refills mit drin, die ich heute nicht ausgeben möchte. Warum möchte ich sie heute nicht ausgeben? Morgen startet ein Dungeon-Taucher-Turnier. Das heißt, wenn ich morgen wieder weiter Champion-Training mache, meine Champions dann auch in der Kampagne weiter level, bekomme ich damit automatisch auch noch ein paar Dungeon-Taucher-Punkte. Deswegen habe ich nur die Energie, die ich heute im Laufe des Tages als Belohnungen bekommen habe, ausgegeben. Aber gerade diese langfristigen Energiepakete,
damit warte ich bis morgen. Das ist wieder so ein typisches, ich möchte so viel und so doppelt und so dreifach wie möglich punkten, die genauso sind wie auf euren Accounts, die ich euch natürlich genauso mitgebe. Und wenn ihr dem Kanal auch schon länger folgt, wenn ihr vielleicht auch meiner Free-to-Play 2024 Serie schon gefolgt seid, dann wisst ihr ja, wie ich normalerweise einen Account spiele, was ich euch empfehle, worum ich euch bitte auch zu beachten, damit ihr eure Ressourcen auch nicht verschwendet. Natürlich immer abhängig davon, was euch Spaß macht. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den ich ansprechen will. Es ist und bleibt ein Spiel. Denkt bitte immer daran und jeder hat einfach anders Spaß auch mit dem Spiel. Es gibt die Spieler, die wirklich nur ab und zu ein paar Mal pro Woche ab und zu einloggen. Es gibt die sehr ambitionierten Spieler, die jeden Tag dabei sind, aber ich sag mal, trotzdem nicht das letzte bisschen Effizienz rauskitzeln wollen. Und dann gibt es auch noch die Maximierer, die sagen, ich möchte immer so viel wie möglich erreichen, so schnell wie möglich erreichen. Deswegen, jeder hat seinen eigenen Spielstil. Nehmt euch also auch deswegen mich, meinen Account, auch andere Creator nicht als Vorbild, um euch mit uns zu vergleichen, weil jeder ist in einer anderen Situation. Wichtig ist, dass es euch Spaß macht. Nehmt es als Inspiration, nehmt es als Gedankenanregung, nehmt es als Unterhaltung, damit ihr am Ende vielleicht die ein oder andere Entscheidung treffen könnt für euren Account, die ihr vorher anders getroffen hättet, mit weniger Informationen oder mit weniger Erfahrung im Gepäck. Und von diesem Disclaimer abgesehen, denn es ist natürlich nicht normal, die Frage ist immer, was ist normal, aber es ist schon schnell an Tag 50 eine Arbeiter einzusammeln. Und wenn ihr 4 Monate spielt, wenn ihr 5 Monate, 6 Monate spielt und ihr habt diese Arbeiteraufgaben noch nicht erfüllt, dann macht euch da keinen Kopf. Das kommt alles zur Zeit. Und hier bei mir, bei der Challenge, ging es eben genau darum, möglichst schnell zu punkten. Und genau deswegen habe ich auch Entscheidungen getroffen, über die wir jetzt sprechen, die ich euch eben empfehle, nicht zu tun. Also nehmt das Video auch ein bisschen als die besten Tipps, was ihr nicht tun solltet, was ich hier gemacht habe, beziehungsweise einfach nachzuvollziehen, dass das, was ich hier mache, nicht die Normalität ist, aber auch zeigt, was möglich ist und zwar komplett ohne Kreditkarte. Und wenn bei euch da draußen Zweifler sind, die sagen, ach, das Ganze ist doch nicht Free-to-Play, da ist doch irgendein Schmuh dahinter. Ich bin ja noch offiziell gelistet auf der Hell Hades Webseite. Wir schauen uns am Ende auch die Leaderboards nochmal gemeinsam an. Dann seht ihr auch, dass ich mich da auch durch das, was ich hier gemacht habe, auch extrem weit nach oben gespielt habe, auch sehr erfolgreich bin. Und diese Leaderboards würden mich automatisch rausschmeißen. Die würden es erkennen, wenn ich Geld in dem Spiel ausgegeben hätte. Wenn ihr das immer noch nicht glaubt und glaubt, dass diese ganze Creator-Welt ein einziger Betrügerhaufen ist, Entschuldigung, dann kann ich euch auch nicht helfen. Dann setzt euch euren Aluhut auf und geht irgendwo und spielt so Raid, wie ihr spielen möchtet. Das hier ist Free-to-Play. Mein Free-to-Play 2024 ist genauso Free-to-Play. Und die Erfahrung, die ich in den letzten 6 Jahren, naja, 5,5 Jahren gesammelt habe, die erlaubt mir natürlich, viele Entscheidungen so zu treffen, dass ich entweder schneller bin, dass ich Dinge schaffe, die man wirklich auch einfach nicht schaffen kann, wenn man diese Erfahrung zum Beispiel nicht mitbringt. Wenn man zum ersten Mal eine Fusion angeht. Man studiert ja vorher nicht Raid. Das kommt einfach im Laufe der Zeit. Und genau deshalb mache ich ja auch diese Videos, um die Erfahrungen auch zu teilen und euch die ein oder andere Anregung zu geben, damit ihr einfach mehr Spaß bei dem Spiel habt. Also darum geht's. Und eine der Sachen, die ich hier nicht gemacht habe, die ich euch natürlich ganz klar empfehle, sie kommt in jedem Anfängervideo. Schaltet euch mit euren Juwelen auf der einen Seite die Mine frei und schaltet euch auf der anderen Seite hier auch im Sparring-Ring diese 4 zusätzlichen Slots ein. Das kostet 2700 Juwelen zusammen, 1200 hier, 1500 die Mine. Wenn ihr langfristig spielt, gerade wenn ihr gemütlicher spielt, sind es 2 unglaublich gute und wertvolle Aspekte, um Juwelen zu bekommen. Ab Tag 100 wirklich geschenkte Juwelen, 15 Stück pro Tag. Auf der anderen Seite, ihr spart euch unglaublich viel Energie, wenn ihr eure Champions, gerade die Rang 4 Champions, Rang 5 Champions in den Wächterring steckt, dort die Erfahrungspunkte sammelt, während ihr nicht spielt, weil ihr eben nicht 24/7 in Raid verbringt. Deswegen 2 Empfehlungen, die ich euch für einen langfristigen Account gebe, die ich hier auf dem Challenge-Account ganz bewusst nicht gemacht habe. Ich habe außerdem ein paar Juwelen für Dinge ausgegeben, was ich euch auch definitiv empfehle, nicht zu machen. Und zwar, damit ich bei diesen Aufgaben nicht um eine Woche ausgebremst werde, habe ich mir einfach einmal für 200 Juwelen einen dieser Burgfriede aufgemacht, damit ich wieder genau in dieser Rotation gewesen bin, um diese Tränke wieder zu farmen. Da gibt es ja eine Anzahl an Missionen bei den Arbeiteraufgaben. Also hier habe ich einmal 200 Juwelen
kann man so sagen, ein bisschen verschwendet, um einfach nicht Zeit zu verlieren. Das macht einfach aus spielerischer Sicht, aus Free-to-Play-Sicht überhaupt keinen Sinn. Habe ich hier gemacht, um möglichst schnell an Arbiter zu kommen und bei den Aufgaben weiterzukommen. Das andere, das kann man Free-to-Play schon auch machen. Das habe ich aber, ich glaube, schon sehr exzessiv gelebt, ist, dass ich an vielen Stellen auch mal mir blaue Splitter geholt habe. Warum? Und damit kommen wir zu dem zweiten Aspekt von den Juwelen, zu den Champions, mit denen ich ganz anders umgegangen bin, als ich es euch auf einem Free-to-Play-Account normal empfehlen würde. Zum einen, ich habe mir zusätzliche blaue Splitter geholt, ich habe viele Splitter geöffnet und ich habe vor allem die Splitter zu eigentlich so ziemlich jedem Zeitpunkt, zu dem ich sie bekommen habe, geöffnet. Nicht unbedingt am gleichen Tag, sondern schon dann, wenn es ein Event gegeben hat, ob das eine Champion-Jagd oder ein Beschwörungsrausch war. Also immer, wenn ich ein paar zusätzliche Belohnungen bekomme, denn also ich sage einfach so aus heiterem Himmel, ohne zusätzliche Belohnung mache ich normalerweise keine Splitter auf. Aber ihr seht, wenn ihr einen Blick auf meinen Splitterpool werft, ich habe fast keine grünen Splitter. Ich habe auch alle anderen Splitter ausgegeben und spiele damit schon ganz anders als andere Creator in der Challenge und 100% anders als ihr spielen solltet. Denn natürlich kommen die guten Zeitpunkte, um eure Splitter aufzumachen. Es kommt der Zeitpunkt, dass ihr die Splitter sammelt, um jetzt zum Beispiel die anstehende vielleicht extrem gute Fusion auch zu schaffen. Dafür braucht ihr Splitter. Es wird in wahrscheinlich 3 Wochen das nächste Zweifach auf Leeret-Splitter geben. So lange kann ich bei dieser Challenge nicht warten, weil dann ist die Challenge schon so gut wie vorbei. Auch erst in einer Woche ist die nächste Zweifachchance auf blaue Splitter. Und bei mir ist es immer der Punkt, dass ich versuche, so schnell wie möglich an Champions zu kommen, damit ich eben nicht in die falschen Champions investiere. Bei mir sind eben 3 Monate zur Verfügung. Wenn ich in einen falschen Champion investiere, den ich dann vielleicht gar nicht mehr brauchen kann, dann ist das einfach im Prinzip aus dem Fenster geworfen. Wenn ihr auf einem langfristigen Account einen Champion hochbaut auf 60, dann könnt ihr den meistens nach diesen 3 Monaten immer noch sehr gut verwenden. Irgendein Spielebereich wird es geben, die verfluchte Stadt, ein Secret Room, die Fraktionskriege. Irgendwo werdet ihr garantiert einen sinnvollen Einsatzzweck für diesen Champion haben. Für diese Challenge habe ich das jetzt für mich anders interpretiert. Ich wollte immer so schnell wie möglich probieren, an die Champions zu kommen, um dann genau bei der Entscheidung, wen bringe ich als nächstes auf 60, zu wissen, was ist jetzt die beste Entscheidung, welchen Champion ich auf 60 bringen muss. Apropos zu diesem ganzen Thema, wen ich als nächstes auf 60 bringe, ich blende es hier ein. Ich habe ein ganzes Video dazu gemacht, genau für diese Fragestellung, also nicht nur fürs Early Game, sondern vor allem sogar fürs Mid- oder fürs Late Game, um euch so eine Entscheidungshilfe zu geben, eine Denkanregung, damit ihr für euren Account auch einfach die Entscheidung treffen könnt, wo investiert ihr als nächstes. Ich bei mir muss jetzt auch diese Entscheidung treffen. Vielleicht werde ich da im nächsten Stream auch ein bisschen laut darüber nachdenken, um einfach zu sehen, wie hole ich aus dieser Challenge noch das meiste raus. Wir nähern uns jetzt dem zweiten Monatsende. Das heißt, hier zu Tag 60, da wird es kurz vorher auch nochmal ein Update-Video dazu geben. Da geht es natürlich darum, bei den klassischen Dungeons in den Leaderboards so weit wie möglich zu gehen. Also das hat ganz klar jetzt Priorität 1. Und danach haben wir noch einen Monat. Also wenn wir uns hier der dunklen Athel nähern, an Tag 90 wird diese Challenge vorbei sein. Und dann kommt es darauf an, wie viele Punkte hat man in dieser Challenge auch gesammelt. Zurück zu den Champions. Ich habe jetzt an Tag 50, aber eigentlich schon seit einer Woche 10 Champions auf Level 60. Ihr seht die Champions hier alle, der ganze Rest versteckt sich im Augenblick in der Höhle, die noch so auf Rang 4 sind, ein paar auf Rang 5. Und es sind nicht viele. Ihr werdet in der Höhle gar nicht viele Champions sehen. Denn eine der Strategien, die ich gefahren bin, und ich glaube, da war ich wahrscheinlich von allen Creatoren wahrscheinlich der Einzige. Ich habe am Anfang alles verfüttert, was nicht bei 3 auf dem Baum war und damit sogar sehr viele Champions, die man bei den Fraktionskriegen auch benutzen kann. So ungefähr vor 2 Wochen hat sich das ein bisschen geändert. Dann habe ich auch angefangen, ein paar Champions zu behalten, dadurch, dass dann auch das Clanboss-Team gut gelaufen ist, dadurch, dass ich die meisten Content-Bereiche auch mit den 60ern, die ich jetzt schon habe, laufen kann, dass ich farmen kann. Denn was bedeutet es, wenn man Arbeiter abholt? Es bedeutet, dass man alle Level 20 Dungeons auf Auto farmen kann. Und das ist ein ganz wichtiger Schritt, um dann an gutes Gear zu kommen, an gute Ausrüstung. Mit der guten Ausrüstung kriegt man die Champions, die man hat, dann auch wieder so gut.
den nächsten Content zu stemmen. Deswegen, das ist der Punkt, an dem ich im Augenblick mit dem Account tatsächlich hänge. Ich brauche Silber, ich brauche noch ein bisschen besseres Gear, aber vor allem Silber, um das Gear dann auch hochzuleveln, muss Items aufräumen, muss ein bisschen Gear Cleanse machen. Das sind so genau die Baustellen. Und die Champions, die ich im Augenblick schon auf Level 60 habe, die bringen mich schon einen guten Schritt weiter. Und ich bin gerade so ein bisschen dabei, viele der Rang 3 Champions auf 4 zu bringen, der Vierer auf 5, damit ich bei den Fraktionswächtern weiterkomme und auch bei den Fraktionswächtern noch ein paar mehr Punkte sammle. Hier mit den 60ern bin ich also gut unterwegs. Wenn wir nochmal auf die andere Ansicht angehen, hier in der Reservehöhle, ihr seht, das sind nicht viele. Und im Vergleich zum Index bei der Dämonenbrut, den Seelentrinker, nur als kleines Beispiel, diese epischen Champions habe ich alle als Futter benutzt und zum Leveln auch mit eingesetzt. Also das würde ich bei einem langfristigen Account auch nicht machen. Ich habe sogar, und das macht man auf keinen Fall bei einem normalen Account, einen legendären Champion als 5 Chicken benutzt. Das ist Deliana. Die hätte mich bei den Fraktionskriegen auf jeden Fall einen guten Schritt weitergebracht, sobald ich sie auch auf Rang 6 habe. Auf Rang 5 kann sie auch eine Menge machen. Die Fragestellung, die ich mir für diese Challenge nur gestellt habe, ist, in den 3 Monaten, wie weit kann ich in den 3 Monaten bei den Fraktionskriegen kommen? Und kann ich auch so weit kommen mit oder ohne Deliana? Und nachdem ich Deliana sehr früh schon gezogen hatte, die kam aus so einem 1+1 raus, auch in Kombination mit, ich glaube, hier steckt er, mit Lugan, hat mir das einen unglaublichen Boost und einen guten Vorsprung auch gegeben, als ich sie als 5er Chicken benutzen konnte, um auch am Ende des ersten Monats die Spitzen von 4 verschiedenen Leaderboards zu halten, was mir wieder Bonuspunkte gebracht hat. Deswegen, also ich bereue nicht, dass ich Deliana verfüttert habe. Ich bereue auch nicht, dass ich die ganzen anderen epischen Champions verfüttert habe. Aber genau das würde ich an eurer Stelle und wenn ich den Account langfristig spielen würde, auf keinen Fall machen. Einfach mal so epische Champions verfuttern, solange man in den Fraktionswächtern noch nicht durch ist, weil da hat man garantiert Rang 4 Champions, die schon mal ein bisschen was mitbringen an Fähigkeiten, besser sind als seltene und besser als ungewöhnliche Champions. Dann, was ich auch noch gemacht habe, das war eine Entscheidung, die habe ich ganz am Anfang der Challenge schon getroffen. Es kommt ja bei den Ramanto-Aufgaben irgendwann mal der Punkt, dass es heißt, fusioniere Rasin. Und Rasin ist natürlich ein sehr guter Champion. Also ich bin ein großer Fan von Rasin, auch wenn er natürlich in die Jahre gekommen ist, auch wenn sein Kit einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Aber gerade bei den Salamander-Menschen, auch beim Clan-Boss, an vielen anderen Stellen kann man mit Rasin noch wirklich viel machen. Der Punkt ist aber, ich hatte mir überlegt, ist es denn überhaupt wahrscheinlich, dass ich in diesen ersten 3 Monaten alle diese seltenen Champions da unten ziehen kann? Denn einen kleinen Teil davon kann man aus der Kampagne farmen. Jetzt hier zum Beispiel diesen Schädellight, der kommt aus der Kampagne. Die meisten anderen muss man aus blauen Splittern pullen. Und ich habe mich dafür entschieden, dass ich es für sehr unwahrscheinlich halte, dass ich das in den 3 Monaten schaffe. Also habe ich etwas gemacht, was ihr auch auf keinen Fall tun solltet. Ich habe Champions hier wie diesen Hellebarden, also der war garantiert dabei. Ich glaube, hier einen Theogisten habe ich auch verfüttert. Also eine ganze Menge von den Champions, die ich für diese Fusion brauchen würde, die habe ich einfach ohne Rücksicht verfüttert und zum Leveln meiner anderen Champions benutzt. Einfach von dem Hintergrund, zum einen, weil ich es ja wie gerade beschrieben für sehr unwahrscheinlich gehalten habe, um wirklich Rasin zu fusionieren. Auf der anderen Seite würde mich das unglaublich viele Ressourcen kosten, hier diese Fusion durchzuführen. Also ich muss ja jeden dieser Champions auf Rang 4 bringen, aufsteigen lassen, dann für Silber auch wieder zu einem epischen fusionieren, dann diese epischen auch wieder mit hochbringen. Also das macht bei einem langfristigen Account auf jeden Fall Sinn. Da gibt es einen guten Zeitpunkt. Ich kann ein Trainingsturnier sinnvoll benutzen. Ich kann diese epischen bei Champion-Jagd-Wettbewerben fusionieren, um dann genau zum richtigen Zeitpunkt nochmal 250 Punkte zu haben und. Für diese Challenge definitiv kein Punkt. Deswegen, was war auch noch der Unterschied? Ich habe einfach alles verfüttert, was bei 3 auf dem Baum ist. Gleichgültig, ob das ein Fusionsrare war, gleichgültig, ob ein epischer. Selbst die legendären. Und bei Lugan bin ich mir auch noch nicht sicher. Ich meine, er kann mir bei den Fraktionskriegen noch helfen. Wenn ich an dem Punkt ankomme, dass ich auch bei den Fraktionskriegen vielleicht 2, 3 Wochen vorher keinen Fortschritt mehr sehe und ich nicht sehe, dass ich da noch mehr Sterne machen kann, dann halte ich es mir vor, auch Lugan noch als 5er Chicken zu benutzen, falls es hilft, um einen anderen Champion auf 60 zu bringen, der mir dann in irgendeinem Bereich
noch weiterhilft, um noch ein paar mehr Punkte zu sammeln. Also, deswegen, es ist einfach eine komplett andere Denkweise, wie ich diesen Account spiele und also Creator wie ein Colruyt, den ich extrem schätze, ganz, ganz, ganz toller Creator, der ist ja in diese Challenge reingegangen, auch wirklich mit der Ansage, er baut den Account so, wie man Free-to-Play-Account spielen sollte und hat dann auch die Mine und auch genau diesen Sparring-Ring ausgebaut. Genau das war mir jetzt auch wichtig, um das in dem Video auch noch mal zu betonen, dass ich das bewusst anders gemacht habe, weil mein Ziel es war, so gut wie möglich in dieser Challenge auch mit abzuschließen. Apropos Fraktionskriege, ich bin Stand jetzt bei 419 Punkten, also wir sind noch nicht bei der Hälfte von Lydia angekommen, aber ganz gut an verschiedenen Bereichen unterwegs. Da hilft auch das kostenfreie Regearing. Es schadet mir ein paar Mal, also diese Verfüttertaktik, über die ich gesprochen habe, die fällt mir jetzt ein bisschen in den Rücken, weil ich zum Beispiel bei den Schattenwesen, ihr seht, ich habe hier gerade mal 6 Sterne. Das liegt daran, dass ich nur 2 Schattenwesen habe. Es gibt so gut wie keine ungewöhnlichen Schattenwesen. Ich habe so gut wie keinen Champion, auch keinen Food Champion gezogen, den ich inzwischen benutzen kann. Also auch hier hoffe ich einfach darauf, einen anderen Schattenwesen-Champion noch zu bekommen, um hier noch Punkte zu sammeln. Das kostenfreie Regearing ist natürlich immer eine riesengroße Hilfe, weil ich dann Food Champions auch in das beste Gear stecken kann, das normalerweise Alice und Bad L und Ugo auch haben, um einfach Sterne zu sammeln. Und es hat bei vielen Fraktionen ganz gut funktioniert. Hier bei den Orks ist, glaube ich, keiner auf Rang 5, hat trotzdem schon für 39 Sterne gereicht. Ogrins, okay, da habe ich natürlich Ugo mit am Start, 37, Dunkelelfen 37, Salamander 37. Aber es ist hier noch eine Menge Potenzial für die nächsten 1,5 Monate. Genau, also wir haben über das Thema Juwelen gesprochen, wir haben über das Thema Champions gesprochen und den dritten Punkt, über den ich noch sprechen will, der auch garantiert bei einem ganz normalen, gemütlich gespielten Account anders ist als bei diesem Challenge-Account, das ist einfach die Arena. Bei den Arbeiteraufgaben kommt ihr oft zu Missionen, die was mit der Arena zu tun haben. Gewinne 200 Kämpfe war die letzte, bau die große Halle, einen der Bonus auf Stufe 10 aus. Das heißt, man braucht auch ganz viele Marken. Das heißt im Umkehrschluss, dass man natürlich so schnell wie möglich nach Gold haben will. Man braucht auch Goldmarken für die höheren Stufen. Ihr seht, bei Gold 1 und 2 gibt es gerade mal 2 Marken, bei 4 und 5 bekommt ihr 4 Marken. Ihr wollt also nach Gold 4, ihr wollt nach Gold 5. Um euch dort zu behaupten, also mein Team ist okay, aber es kann definitiv nicht mit den klassischen Endgame-Teams mithalten, die ihr hier seht. Deswegen bin ich immer auf der Suche nach einfachen Gegnern. Also hier Sun Wukong ist schon grenzwertig. Zum Glück war ich schnell genug. Manchmal klappt's nicht. Aber was macht man? Man refresht, man setzt diese Liste zurück, wirft einen Blick, haha, der Hefrag ist eine fiese Falle, schnappt sich hier einen einfachen Gegner, macht den Kampf und sammelt hier die Marken ein. Und genau das kann man alle 15 Minuten machen. Wenn ihr seht, alle 15 Minuten setzt sich diese Liste zurück, ohne dass ihr Juwelen dafür einsetzen müsst. Das heißt, das ist ein Faktor, der einfach immer bedeutet, ich habe die aktuelle Challenge auf dem Radar. Alle 15 Minuten mache ich einen Refresh und das sorgt schon dafür, dass meine große Halle im Augenblick auch ausgebaut ist und ich im Leaderboard, glaube ich, sogar bei diesem Bereichsboni auf Platz 1 bin. Also ich habe die Arbeitermission erfüllt. Ich habe jetzt hier schon mal einen auf 4. Wir sind bei den Herausforderungen hier unten nur noch bei einer letzten bis zu dem legendären Buch. Das nehme ich natürlich gerne mit. Deswegen im Augenblick spare ich jetzt darauf, 3 Elementboni auf 5 zu machen, damit ich auch im Rahmen der Challenge diese Herausforderungen noch mit abhaken kann. Und natürlich hoffe ich darauf, noch einen legendären zu ziehen. Ihr seht, mit dem einen legendären Buch habe ich 9. Ich war ein bisschen zurückhaltend bei Bad L und bei Alice. Also ich habe sie gut gebuckt, aber nicht komplett durchgebuckt, weil ich sie nicht als notwendig erachte. Gerade auch Bad L auf der A1. Ich denke, auf diese Skills kann man erstmal verzichten. Jetzt ist die Frage, bucke ich noch Wukong oder nicht? Meine Hoffnung war es natürlich, aus den ganzen Splittern, die ich gezogen habe, noch irgendwas anderes mit rauszuziehen. Aber wenn ich nichts mehr ziehe, dann vielleicht kommt mal ein Personal Reward CVC noch und ich stecke dann die legendären Bücher in Wukong, beziehungsweise wenn Wukong auf Rang 6 geht und wenn ich ihn auch wirklich benutze, zum Beispiel noch als Damage-Dealer in der Arena, weil ich nichts anderes mehr ziehe, dann gehen die Bücher vielleicht am Ende sogar in Wukong.
Bevor wir jetzt in die Leaderboards gehen und ich euch da auch den aktuellen Stand der Challenge nochmal zeige, jetzt hier am 50. Tag dieses Accounts, kann ich schon mal sagen, ich hoffe, dieses Update ist für euch interessant. Vor allem der Unterschied zwischen, wie spiele ich normalerweise einen Free-to-Play-Account, was habe ich anders gemacht bei dem Challenge-Account. Und wenn euch das gefällt, dann hinterlasst doch gerne ein Like auf dem Video. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid, auch nochmal ein herzliches Willkommen. Hier bei mir gibt es 2 bis 3, manchmal sogar 4-mal die Woche Content, Livestreams, News-Videos, Splitterpuls, alles Mögliche rund um Raid Shadow Legends. Deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn ihr Teil der Community werdet. Schaut gerne auch bei mir am Discord vorbei. Alles dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr mit draufklicken. Und ich heiße euch dann auch herzlich bei mir in der Community willkommen. Denn es ist bei Raid so, entweder ihr bleibt langfristig dabei, weil ihr dieses Spiel liebt, oder ihr springt normalerweise relativ schnell wieder raus, weil ihr merkt, es ist euch vielleicht zu zeitaufwendig, es ist zu komplex. Raid ist kein Spiel für zwischendurch. Und wenn es einem so richtig Spaß macht, dann geht man da auch mit Herzblut rein. Und genau das ist so ein bisschen den Aspekt, daran müsst ihr denken. Und ihr werdet ihn immer wieder wahrscheinlich von allen Creatoren hören. Raid ist kein Sprint. Raid ist eher ein Marathon. Oder was ich auch immer gerne sage, ich bin ja ein großer Freund von Simon Sinek. Wenn ihr seine Vorträge nicht könnt, dann schaut auf YouTube gleich danach mal vorbei. Extrem toll, was er auch so an Philosophien auch mit vermittelt. Da stehe ich hundertprozentig dahinter. Und wie ich das jetzt auf Raid abbilde, Raid ist meiner Meinung nach und eigentlich sehr eindeutig ein Infinity Game. Also Raid ist niemals geschafft, Raid ist niemals durchgespielt und deswegen verabschiedet euch zum Beispiel auch so von Themen wie ihr schafft es, alle Champions zu sammeln. Also wenn ihr nicht wirklich Millionär seid, und es gab vor kurzem auch dieses super interessante Video von Seth, bei dem im Prinzip, also grob mit vielen Schätzungen und Kalkulationen ermittelt worden ist, dass man schon ungefähr 1,5 Millionen Euro in Raid stecken muss, bis man vielleicht zu einem bestimmten Zeitpunkt einmal alle Champions zumindest ein einziges Mal hat. Und das ändert sich ja auch wieder. Mit jedem Patch kommen neue Champions dazu. Und dann könntet ihr theoretisch nochmal einen fünfstelligen Betrag nachzahlen, um auch an diese neuen Champions zu kommen. Also macht aus Raid genau das, was es ist. Es ist ein Spiel. Ihr könnt für euch entscheiden, wie ihr es spielt, wie viel Geld ihr reinsteckt. Es ist Free-to-Play spielbar, gleichgültig, was ihr an manchen anderen Stellen hört, gleichgültig, was in manchen Kommentaren auch steht. Ich spiele genug Free-to-Play-Accounts, um euch wirklich zu sagen, ihr könnt unglaublich viel Spaß haben, Free-to-Play. Ihr müsst nicht Free-to-Play spielen, aber es geht. Ihr müsst euch nur verabschieden, dass einfach bestimmte Erfolge nicht erreicht werden können. Ihr werdet nicht in der Live-Arena ganz oben mitspielen. Also da ist absolutes Kraken-Territorium. Da muss man also viel mehr Geld reinstecken, als man normalerweise möchte. Aber es gibt so viel mehr in Raid, was Spaß macht, als das, was da oben in dem Kraken-Territorium passiert. Und genau das finde ich so charmant an dieser Hell Hades Challenge, dass man auch nochmal hier reingeht und Free-to-Play versucht, das meiste rauszuholen und auch mal zu zeigen, was geht Free-to-Play. Vielleicht einer der Aspekte, was habe ich heute geschafft? Ich bin heute den 2. Turm des Verderbens auf Normal bis zur Spitze und habe mir die Belohnung hier abgeholt. Also die 2. Rotation hatte ich auch schon geschafft, jetzt diese 3. Rotation habe ich auch geschafft. Das heißt, es ist möglich. Es ist möglich. Bei mir sind es jetzt 50 Tage. Vielleicht sind es bei euch 3 Monate. Vielleicht sind es 4 Monate. Ich weiß, ich wiederhole mich. Aber ich will sagen, es geht auf jeden Fall, wenn ihr nicht eure Ressourcen total aus dem Fenster schmeißt. Aber wenn ihr damit glücklich seid, dann ist es auch gut. So, dann werfen wir mal einen kleinen Blick dann auch auf das Leaderboard beziehungsweise auf diese Challenge an sich. Die Webseite ist unten in der Videobeschreibung auch nochmal verlinkt. Da könnt ihr euch den aktuellen Stand in den verschiedenen Bereichen auch anschauen. Es können auch Community-Mitglieder teilnehmen, also wenn man sich da auch mit angemeldet hat. Also das kann man hier mit anblenden. Ich fokussiere mich jetzt mal rein auf die Creator, die teilgenommen haben. Es waren ungefähr 55. Ihr seht hier eine komplette Liste aller Creator. Das sind auch namhafte natürlich dabei, wie Hell Hades selbst, wie Neva, wie Nubraids und so weiter. Wobei Nub jetzt vor kurzem gesagt hat, dass er sich wahrscheinlich aus der Challenge auch aus Zeitgründen, weil er in den Urlaub geht, jetzt auch zurückzieht und vor allem der erste Monat für ihn besonders interessant war. Und die Creators sind in 2 Teams aufgeteilt worden. Team Alice und Team Queen of Hearts. Ich bin selbst Teil von Team Queen of Hearts und wir haben jetzt die 100.000 Punkte gemeinsam überschritten und wie ihr seht, wir scheinen das Ganze auch zu gewinnen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Team Alice uns nochmal aufholt. Und wenn ich jetzt hier die Leaderboards einblende, dann sehen wir die Gesamtrangliste aufgrund der Punkte, die wir hier haben.
Und es ist im Augenblick ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Bront Catherder, den findet ihr natürlich auch auf YouTube und hier auf der Seite, und mir. Ich bin immer im Augenblick etwas hinten dran. Vor Kurzem bin ich mal an einem Abend wieder an ihm vorbeigezogen, aber im Augenblick hält er sich noch auf Platz 1. Aber es macht natürlich sehr, sehr viel Spaß in dieser Challenge auch immer zu schauen, wo kann ich noch Punkte machen, wo kann ich aufholen und wo stehe ich. Läuft also aus meiner Sicht extrem erfolgreich. Ich bin auf Platz 2 direkt hinter Bront. Hell Hades kommt auf Platz 4, macht ja auch regelmäßig und viele Videos dazu. Also das macht sehr viel Spaß. Ihr seht hier unten die einzelnen Bereiche, und worüber ich gerade schon gesprochen hatte, in der großen Halle bin ich stand jetzt auf Platz 1 mit 40 ausgebauten, und es gibt hier in dieser Challenge auch aktuell nur 2 Creator, die Arbiter schon haben. Creator Nummer 1, und deswegen Riesenprops gehen raus an Neva. Neva hat als allererster Arbiter geholt. Es ist bestimmt schon 5 Tage ungefähr her. Aus der Community gibt es auch schon, ich glaube, mindestens einen, vielleicht auch 2, die Arbiter schon geholt haben, vielleicht auch 3. Ich weiß es nicht, ich verfolge nicht unbedingt, was jetzt außerhalb der Videos noch so passiert. Der Discord, der ist mir definitiv zu voll. Aber für mich war das eine Zielsetzung, so schnell wie möglich an Arbiter zu kommen. Also das hat mich jetzt schon sehr, sehr glücklich gemacht. Ihr seht, Broken Not Dead hat als allererste jetzt den 11. 60er. Bei mir ist es jetzt eine Frage, werde ich dieses Wochenende mit dem aktuellen Heldenpfad wirklich noch einen 60er bauen, oder werde ich eher versuchen, noch ein bisschen zu diversifizieren und mehrere 50er bereitzustellen, um in den Fraktionskriegen weiterzukommen. Also da habe ich noch keine Entscheidung getroffen. Fraktionskriege, ihr seht, ich stecke hier auch hinter Bront, kann da also gut ein paar Punkte aufholen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Was ich lustig fand, durch dieses intensive Arena-Spielen bin ich auch mal im Platinum gelandet. Deswegen habe ich hier den Stempel als Dritter bekommen, in Platinum gelandet zu sein. Tag Team Arena Bronze 3, Neva ist schon in Bronze 4, was ich auch sehr, sehr gut finde. Und beim schnellsten Champion, also mein Apotheker, ist Stand jetzt auf 287. Hier Nevas Arbiter ist auf 313. Ich habe gestern in dem Stream auch mal kurz ausprobiert, auf was würde ich meinen Apotheker bekommen. Das war gestern 301. Jetzt habe ich heute die Fraktionswächter voll gemacht, also er wäre 304. Und die Frage, wenn ich jetzt meinen Arbiter auf Rang 6 hätte, wie schnell würde ich Arbiter bekommen? Ich glaube, 313 würde ich nicht ganz schaffen, aber über die 300 bin ich definitiv mit drüber. Bei der normalen Kampagne, ich glaube, inzwischen haben die meisten die normale Kampagne geschafft. Ich bin hier leider auf Platz 1, obwohl ich gar nicht als Erster da war. Bront war definitiv Erster, ich glaube, einem Roadblock Zweiter, und ich war, glaube ich, Dritter. Deswegen die Reihenfolge hier stimmt tatsächlich nicht, wann wir das erreicht haben, aber ich war sehr schnell unterwegs. Hier beim Doom Tower, die erste Rotation kommt nochmal, da war ich überhaupt nicht groß drin. Hier in der zweiten Rotation habe ich den Doom Tower auf normal geschafft, und ihr seht, ich bin auch auf Doom Tower Hard bis Stufe 35 gekommen. Kopf an Kopf rennen wieder mit Bront. Und hier in der dritten Rotation, da stecken wir im Augenblick alle irgendwie vor Bommel 10. Also Hell Hades ist dran vorbei. Mit dem Templer hat auch ein eigenes Video dazu gemacht und lässt mich ein bisschen überlegen, ob ich mir vielleicht extra dafür auch einen Templer noch baue oder auch nicht. Das ist auch eine von vielen Optionen, die ich habe. Demon Lord läuft recht gut. Ich bin zumindest bei denen, die noch nicht auf Ultra Nightmare gegangen sind, derjenige mit dem höchsten Key. Also Nightmare habe ich jetzt 38 Millionen geschafft, also fast einen One-Key. Allerdings nur auf der Seelenaffinität, aber ist in dem Fall total egal. Punkte sind Punkte, nehme ich definitiv. Und hier wird es ganz spannend, wann ich auf Ultra Nightmare gehe und wie viele Punkte ich dann auf Ultra Nightmare habe. Hydra und Chimäre fahre ich im Augenblick noch ein bisschen ruhig. Ich vermute mal, da werde ich jetzt eher nächste, vielleicht übernächste Woche mal einen Fokus drauf legen. Aber das reicht in 1,5 Monaten. Beim Drachen und auch bei diesen ganzen anderen Bereichen. Also ich bin zufrieden, wie es läuft. Ich kann auch die Trank-Dungeons auf 20 laufen. Ich habe viele sogar in einer sehr, sehr schnellen Zeit auch. Wenn ich jetzt mal einen Blick drauf werfe, hier bei Void Keep habe ich sogar noch die schnellste Zeit. Bei Arcane Keep bin ich auch ganz gut noch mit unterwegs. Bei Minotaurus hatte ich die schnellste Zeit. Aber das zählt für die Challenge nicht. Das ist immer ganz nett, wenn man in diesen Leaderboards oben steht. Das freut einen. Es sieht natürlich auch schön aus. Aber es gibt keine Punkte für die Challenge. Wenn man mal Stufe 20 vom Magic Keep erreicht hat, hat man die maximalen Punkte für Magic Keep auch wirklich bekommen. Spannend werden dann vor allem hier zum Ende des Monats, hier, wenn die Bonuspunkte verteilt werden. Wo sind sie denn? Genau, hier die klassischen 4 Dungeons, Drache, Feuerritter, Spinne.
Eisgolem, Sandteufel, Shogun und die Iron Twins. Wo steht man da? Ist man auf Platz 1? Ist man in den Top 10? Das sind die Fragen, die sich so stellen. Beim Shogun bin ich im Augenblick noch auf 3, habe ich lang nicht mehr angefasst. Sandteufel auf 4, auch schon lang nicht mehr angefasst. Also hier ist es vor allem wichtig, genau wie bei den Iron Twins, dass ich mich in den Top 10 halte. Das wird dann zum letzten Tag dieses Monats spannend und ich glaube, da wird es das nächste Update-Video geben, bei dem ich euch dann zeige, wie ich den Account pushe. Bis dahin freut euch noch, ich vermute mal nächste Woche, Freitag vielleicht, auf einen Stream, bei dem wir den Account vielleicht genau diese Dungeons auch einfach gemeinsam pushen. Ich hoffe, ihr habt da Lust drauf. Ich hoffe, ihr fandet dieses Update auch gut, hattet Spaß dabei. Wenn euch bestimmte Informationen, Teams, sonstiges rund um diesen Account interessieren, dann lasst mich das doch in den Kommentaren wissen. Ich hoffe, ihr fiebert mit. Ich hoffe, ihr drückt mir die Daumen, dass wir bei dieser Challenge noch ganz weit oben abschließen. Also Top 3, muss ich sagen, sehe ich jetzt für mich schon als Anforderung, in den Top 3 am Ende zu bleiben. Aber natürlich versuche ich auf Platz 1 zu kommen. Macht unglaublich viel Spaß und genau das wünsche ich euch auch. Habt viel Spaß mit Raid. Habt viel Spaß im Leben. Ciao, ciao. Euer Bo.